Hallo meine lieben Zuschauer, leicht und wunderschön ist unser nächstes Häkelprojekt. Das ist diese Weste. Die Weste habe ich aus solchen 5 Ecken gehäkelt. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch diese Weste zu häkeln. Und das wünsche ich euch auch. Also für die Weste verwende ich Merino Bigwolle. 50 Gramm, das sind 85 Meter. Und ich habe die Häkelnadel Nummer 5 verwendet. Für die Größe 34 habe ich dann ungefähr 200 Gramm Wolle gebraucht. Und da habe ich weitere Angaben ausgerechnet bis Größe 46. Ich würde da aber eher etwas mehr Wolle kaufen, als ich jetzt angegeben habe. Also bei mir ist die Weste eigentlich recht klein, ne? Also da würde ich auf jeden Fall schon 300 Gramm Wolle kaufen, ab 42 vielleicht. Und für 36, 38, 250 mindestens. Hier kann man auch schon bei 40, 250 bis 300 Gramm Wolle kaufen. So, also für die Weste häkeln wir diese 5 Ecke. Da häkeln wir für Vorderteil 2, 5 Ecke und für das Rückenteil 3. Und diese Träger werden dann später noch dazu gehäkelt. Und das Ganze wird dann überall umgehäkelt. Also sowohl die Armausschnitte als auch hier vorne und hier unten komplett die Weste. So, dann erkläre ich euch nochmal, wie man die eigene Breite für die Weste, wenn man die 5 Ecke häkelt. Also da sind die 5 Ecke. Und man hat hier die Ecke und diese 2 Ecken, also so, dass die Spitze oben ist und unten ist es flach. Und dann macht man diesen Abstand ausmessen. Hier von diesem 5-Eck, diesen Abstand, und den rechnet man mal 2, weil wir hier 2 Teile haben. Und somit erhält man die Breite von der Weste. Auf diese Weise könnt ihr beliebig viele Runden häkeln und dann an eigene Größe anpassen. Ihr könnt zum Beispiel auch irgendein Oberteil von euch, die Breite von Oberteil ausmessen, was euch gut anliegen passt, und dann mit der Breite vergleichen, ob es dann von der Breite so reicht. Und man misst praktisch dann unter den Ärmeln diesen Abstand aus. Bei mir ist die Weste hier insgesamt ca. 44 cm, das heißt, ich habe hier dann jeweils 22 cm. Das ist meine Breite. Ich beginne mit einem Fadenring, dazu gehe ich mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal komplett um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und diese Masche verwende ich dann als Fadenring. Diese nicht so fest zusammenziehen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich ein Stäbchen in den Fadenring, also Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also ein Umschlag, in den Fadenring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe jetzt 2 Schlingen auf der Nadel. Ein Umschlag, nochmal einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Das Ganze wiederholen wir. So, ein Umschlag, in den Fadenring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, nochmal ein Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch.
Und diese Elemente haben wir jetzt 3-mal gehäkelt und das Ganze wiederholen wir also insgesamt 10-mal. Eine Luftmasche, ein Umschlag, die ersten 2 Schlingen durch, ein Umschlag, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. 1, 2, 3, 4-mal haben wir gehäkelt und das wiederholen wir noch 6-mal. Eine Luftmasche. Eine Luftmasche und dann häkeln wir, bis wir insgesamt 10-mal das Ganze wiederholt haben. Ich habe jetzt 10-mal wiederholt, eine Luftmasche gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. Also hier in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, die nächste Runde häkle ich 4 Luftmaschen. Und jetzt zwischen den Stäbchen, da wo die Luftmasche ist, häkle ich eine feste Masche. Also hier. Hier zwischen steche ich ein, da wo die Luftmasche ist und häkle eine feste Masche. 4 Luftmaschen. So, da wo die Luftmasche ist, steche ich ein und häkle eine feste Masche. 4 Luftmaschen. Da wo die Luftmasche ist, steche ich ein und häkle eine feste Masche. Also diese 2 Stäbchen überspringe ich stets. Und so häkle ich dann weiter, bis ich am Ende der Runde ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe hier 4 Luftmaschen gehäkelt. Hier steche ich nochmal ein und häkle eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bögen haben wir gehäkelt. So, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, ich gehe hier in den ersten Bogen rein und häkle eine Kettmasche. Also Faden holen und dann ziehe ich die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich in den ersten Bogen 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und in denselben Bogen häkle ich jetzt 4 Stäbchen. Das zweite Stäbchen, das dritte und das vierte Stäbchen. Und jetzt häkle ich in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. In den dritten Bogen häkle ich jetzt 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen in denselben Bogen. So, und jetzt häkle ich eine feste Masche hier in diesen Bogen in den nächsten. Und das Ganze wiederholen wir. In den nächsten Bogen häkle ich 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. So, und jetzt häkle ich eine feste Masche hier in den nächsten Bogen. Und so häkeln wir noch weitere Elemente. So, und jetzt bin ich am Ende der Reihe. So schaut es aus. Da haben wir die letzte feste Masche gehäkelt und wir haben jetzt 5 solche Elemente. So, und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde hier in die dritte
Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Jetzt mache ich Folgendes, bewege ich mich mit Kettmaschen bis zur Spitze. Also hier steche ich ein. Wir haben hier die 3 Luftmaschen und das erste Stäbchen. Hier in die hintere Schlinge steche ich ein, hole den Faden und ziehe durch die rechte Schlinge durch. Hier einstechen, Faden holen und durch die rechte Schlinge durch und hier nochmal einstechen, Faden holen durch rechte Schlinge. Und jetzt hier nochmal einstechen, Faden holen und durch die rechte. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und jetzt wiederholen wir dieses Element. Jetzt häkle ich 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und hier 4 Stäbchen. Nochmal in den Bogen 4 Stäbchen häkeln. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier unten, da haben wir die feste Masche zwischen den Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und jetzt hier in den Bogen, da wo wir die Spitzen haben, häkeln wir das gleiche Element. Also 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und so schaut es aus. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Hier unten haben wir die feste Masche, da steche ich ein und häkle ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und hier in den Bogen häkle ich jeweils wieder 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. So, also das Element habe ich jetzt gehäkelt. Und das Ganze wiederholen wir, so schaut es dann aus. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. Also 2 Luftmaschen, ein Stäbchen hier in der Mitte unten. 2 Luftmaschen und dann das gleiche Element hier in die Spitze. So schaut das Ganze aus. Jetzt bin ich am Ende der Runde. Also hier habe ich das Stäbchen und 2 Luftmaschen gehäkelt. Und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Hier in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, und jetzt häkeln wir die nächste Runde. Ich bewege mich genauso jetzt mit den Kettmaschen bis zur Spitze. Also da haben wir das sind die Luftmaschen und da das Stäbchen, da steche ich ein, hole den Faden, ziehe durch, dann in die nächste Masche. So, an 3 Stäbchen haben wir Kettmaschen gehäkelt. Jetzt steche ich hier nochmal ein, hole den Faden und ziehe durch die rechte Schlinge durch. Jetzt 3 Luftmaschen. Und jetzt wiederholen wir das gleiche Element. Da häkeln wir erst 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in denselben Bogen 4 Stäbchen. So, jetzt 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier in den Bogen ein Stäbchen. Also hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. In den nächsten Bogen häkle ich auch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und jetzt hier in die Spitze häkle ich das gleiche Element, 4 Stäbchen,
2 Luftmaschen für Stäbchen. So. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in den ersten Bogen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in den zweiten Bogen, 2 Luftmaschen und dann häkeln wir wieder hier vorne die Spitze, bestehend aus 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir dann stets. Also wir haben dann praktisch hier 1, 2, 3 von diesen Löchern, von dem Lochmuster. Also 3 Bögen haben wir hier gehäkelt. So, ich zeige euch, wie das fertige Element ausschaut. Und zwar, ich habe für meine Größe dann nur noch die abschließende Runde gehäkelt. Wenn man für größere Größen häkeln möchte, dann wiederholt man praktisch diese Runde wieder. Noch weitere Runden, und zwar dann häkelt man in jedem Bogen jeweils ein Stäbchen und die Anzahl von diesen Löchern vergrößert sich dann. Wir haben jetzt hier 2 Löcher, hier 3, in die nächsten Reihe kommen dann 4 Löcher und so weiter. Man kann praktisch diese Runde dann ein paar Mal wiederholen, bis man auf die eigene Größe kommt. Und danach häkeln wir zusammen die abschließende Runde. Also diese Runde häkeln wir jetzt zu Ende. So, ich bin jetzt am Ende der Runde. Habe ich 2 Luftmaschen gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. Hier steche ich eine dritte Luftmasche, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, und jetzt häkle ich die abschließende Runde. Ich beginne genauso mit den Kettmaschen. Also in die hintere Schlinge steche ich hier ein, hole den Faden. Bei 3 Stäbchen machen wir das. So, 3 Kettmaschen habe ich gehäkelt bei diesen 3 Stäbchen und jetzt noch hier in den Bogen einstechen, Faden holen und durchziehen. Jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen. 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt nochmal hier in den Bogen 4 Stäbchen. So, jetzt mache ich Folgendes. Also die Spitze habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich Doppelstäbchen, 2 Umschläge. Jetzt steche ich hier bei diesen Stäbchen in das dritte Stäbchen steche ich ein, in das vorletzte, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch und die dritten 2 Schlingen durch. Das ist ein Doppelstäbchen. Und jetzt häkeln wir das zweite Doppelstäbchen in dieses Stäbchen. 2 Umschläge, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch und die dritten 2 durch. Und jetzt häkle ich pro Bogen, wir haben hier 3 Bögen, jeweils 2 Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge, hier einstechen, Faden holen, ein Doppelstäbchen häkeln, also das erste und dann das zweite. In den nächsten Bogen auch 2 Doppelstäbchen. Und in den letzten Bogen auch. So. Und jetzt häkeln wir noch hier bei dem ersten und zweiten Stäbchen auch jeweils ein Doppelstäbchen hier einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln und in das nächste Stäbchen einstechen, auch ein Doppelstäbchen häkeln. Also ich habe jetzt
10 Doppelstäbchen gehäkelt. Und jetzt häkeln wir dieses Element hier in die Spitze, 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir dann mit den Doppelstäbchen auf der anderen Seite. Häkeln wir genauso. Also die Spitze habe ich jetzt gehäkelt und jetzt häkeln wir die Doppelstäbchen. Einmal 2 Stäbchen hier in diese 2 Stäbchen, dann jeweils in den Bogen und hier in das erste und in das zweite Stäbchen. Also 2 Umschläge, hier steche ich ein, das erste Stäbchen und das zweite Doppelstäbchen. Und dann jeweils in jeden Bogen. So häkeln wir dann weitere Stäbchen. Also in jedem Bogen habe ich jeweils 2 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt hier auf der Seite in das erste Stäbchen. Und in das zweite Stäbchen. So, jetzt habe ich wieder 10 Doppelstäbchen gehäkelt. Und jetzt hier in den Bogen wieder 4 Stäbchen, 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also wie gesagt, hier in diese 2 Stäbchen, in jeden Bogen 2 Stäbchen und hier in das erste und das zweite auch jeweils Doppelstäbchen und die Spitze häkeln. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe die letzten 2 Doppelstäbchen hier an diesen 2 Maschen gehäkelt und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier in die dritte Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Und somit ist unser Element fertig. So, jetzt schauen wir zusammen, wie wir unsere Breite von der Weste praktisch ausmessen können. Und zwar, wir legen 2 das sind 5 Ecke zusammen, auf diese Art und Weise. Und jetzt messen wir praktisch hier die komplette Breite. Also wir messen an diesem Element, wenn diese Spitze oben ist, messen wir hier die 2 Spitzen. Das sind ungefähr, also wenn man das Ganze noch etwas abdampft, und bügelt, also bei mir sind es ungefähr 23 bis 24 cm breit und diese Breite messe ich doppelt, dann habe ich die Breite von dem praktisch Rücken, oder ich habe dann die Breite von dem Rückenteil, vom Vorderteil auch. Das wäre die Breite der Weste praktisch. Und so kann man das ausmessen, wenn man für größere Größen häkeln möchte, vergrößert sich dann praktisch die Weste immer um eine Runde, so ungefähr. Man kann noch eine zusätzliche Runde häkeln und dann vergrößert sich das ungefähr um 2 cm oder so. Weil eine Runde ist dann sogar 3 cm. Je nachdem natürlich, welche Wolle man dann auch noch verwendet. Ungefähr sind es 2,5 bis 3 cm. Wo sich das eine Element vergrößert. Das heißt, ich habe dann keine 23, sondern ungefähr 26 cm Breite habe ich hier an einem Element und diese Breite dann doppelt messen. So, jetzt mache ich Folgendes. Wir vernähen als erstes diese ganzen Fädchen, die hier rausschauen. Und zwar, ich mache das meistens so. Ich nehme hier diesen Faden, teile mir den in 2 Teile auf. So, jetzt nehme ich mir die Häkelnadel, ziehe eine Seite, ein Fädchen so irgendwo durch. Einfach hier irgendwo 1, 2 Schlingen so auf die Häkelnadel nehmen und dann da durchziehen. Und jetzt mache ich einen Knoten.
Jetzt kann ich das noch mal einmal hier so durchziehen. Jetzt nehme ich beide Teile zusammen, ziehe das Ganze einfach hier so durch. Jetzt kann man dieses Ende einfach abschneiden. So, und so schaut es aus. Und jetzt nehme ich mir dieses Ende. Und zwar, ich ziehe mir hier das Fädchen auf die linke Seite durch. So, einfach auf die linke Seite ziehen. Jetzt wende ich das Ganze und mache auf die gleiche Art und Weise. Also den Faden mache ich mir so aufteilen. Und jetzt stiche ich hier irgendwo ein, ziehe mir eine Seite dadurch. Jetzt mache ich einen Knoten. Mache ich nochmal. So, jetzt kann ich das irgendwo ein bisschen durchziehen. Hier stiche ich ein paar Mal ein. Also da durchziehen und jetzt kann man abschneiden. Und so verarbeiten wir alle Fädchen an allen Elementen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nähen wir zwei Teile zusammen. Also diese zwei Teile nehme ich für Rückenteil. Mit der Spitze nach oben legen wir hier diese Seiten zusammen. Oder hier halt diese flache Seite ist dann, schaut dann nach unten. So, ich lege die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. Dann nehme ich diese Seite. So, nehme ich die Wolle. Ich nehme meistens eine dünnere, kleinere Häkelnadel. Ich habe jetzt 3,5. Und gehäkelt habe ich mit 5. Genau, und zwar jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier meine 2 Luftmaschen. Ich habe hier die erste, hier die zweite. In die zweite Luftmasche stiche ich ein, und zwar das ist die hintere Schlinge, die nach außen schaut. Jetzt nehme ich mir die Schlinge, die bei mir nach vorne schaut, hier. Die zweite Luftmasche. Also ich nehme dann 2 innere Schlingen. So, ich hole mir den Faden, ziehe diesen einmal hier durch. So, jetzt gehe ich in die nächste Schlinge, innere Schlinge da, und vom zweiten Teil hole mir den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Ich glaube, ich nehme mir doch die andere Häkelnadel. Mal gucken. So. Und so mache ich dann weiter. Hier die vordere Schlinge, dann die hintere Schlinge hole ich, ziehe den Faden durch und jetzt durch die rechte Schlinge durch. Also nicht so stark zusammenziehen, damit das Ganze sich nicht zusammenzieht beim Zusammennähen. Man kann es natürlich auch mit einer Nähnadel vernähen. Und auf diese Weise praktisch vernähen wir das Ganze. So schaut es auf der Seite aus und so schaut es auf der rechten Seite aus. So schaut es hier aus. Und so vernähen wir die ganze Seite. Und ich vernähe hier noch an der ersten Luftmasche. So, die 2 Seiten haben wir vernäht. Und jetzt nehme ich mir ein Element noch hierfür, und zwar hier lege ich die Spitze da und hier vernähe ich beide Seiten. Das ist dann praktisch das Rückenteil, und am Rückenteil oben haben wir die gerade Seite zum Halsausschnitt.
Und die zwei Seiten hier und hier vernähe ich dann. Also die Spitze zeigt hier dann nach unten. Ich lege genauso die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. Vernähe hier die Seite und dann lege ich die zwei hier zusammen und vernähe dann die Seiten auch zusammen. So schaut es dann aus. So, und jetzt nehmen wir unsere weiteren Elemente. Und zwar hier haben wir das untere Teil, das ist das Rückenteil, der untere Rand. Und jetzt nehme ich noch ein Element und nehme mir einfach eine Seite, lege die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. Das muss hier aufeinander passen, aber das ist egal, wie ich das vernähe, das passt einfach immer. So, dann praktisch hier zwei Seiten zusammen vernähen. Und auf der anderen Seite genauso. Ich nehme mir ein zweites Teil und vernähe das hier auch auf der Seite. Dann haben wir praktisch hier unten 4 Elemente, die zusammen vernäht sind. Hier 1, 2, 3 und hier das 4. Element. Und ein Element haben wir hier oben am Rückenteil. Wenn wir das Ganze vernäht haben, dann häkeln wir die Träger. Und zwar, also wir haben das ist das Rückenteil und das sind die beiden Vorderteile. So, und ich fange am Vorderteil. Hier fange ich an der Spitze. Und ab da häkeln wir die Träger. So, ich nehme die Wolle. Und zwar, ich beginne hier. Wir haben hier dieses Element, diese Ecke. Ich steche hier ein. Hole mir den Faden und häkle 4 Luftmaschen. So. Und jetzt häkle ich hier das gleiche Element, was wir immer gehäkelt haben, 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Also hier in die Spitze häkle ich 4 Stäbchen. So, dann 2 Luftmaschen. Und jetzt nochmal 4 Stäbchen. So, wir haben jetzt das gleiche Element gehäkelt. Und jetzt häkle ich hier, wir haben ja hier diese 4 Stäbchen, hier zwischen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, jetzt beginne ich mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in die Spitze wieder das gleiche Element, also 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Also hier ein Stäbchen und das gleiche Element wieder häkeln. So, ich habe jetzt das gleiche Element gehäkelt, so schaut es aus. Und jetzt mache ich Folgendes: Hier diese 4 Stäbchen überspringe ich und hier steche ich ein, hier und häkle ein Stäbchen. So, und dann beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier das gleiche Element. Und so wiederholen wir stets, bis wir 10 solche Elemente gehäkelt haben. Also für meine Größe habe ich 10 Elemente gehäkelt. Wenn man mehr Länge braucht, dann kann man natürlich auch anpassen. Oder für die anderen Größen kann man auch mehr Elemente häkeln. Also wie gesagt, ich häkle jetzt wieder 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen und dann steche ich hier ein und häkle das letzte Stäbchen.
Und so schaut es dann anschließend aus. Also so schaut das Ganze jetzt aus und jetzt häkeln wir den Abschluss. Und zwar ich häkle jetzt 5 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich hier in die Spitze eine feste Masche. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Dann häkle ich hier, also 4 Stäbchen überspringe ich, hier unten häkle ich ein Stäbchen. Das Ganze haben wir so verschlossen. Jetzt kann man hier den Faden abschneiden. Also jetzt habe ich diese Verlängerung gehäkelt. So schaut es aus. Und jetzt müssen wir das Ganze hier mit dem Teil verbinden, mit diesen Spitzen. Und zwar, wir müssen auf der Seite genau so einen Abschluss häkeln wie hier auf der Seite. Also wir nehmen diese Spitze. Ich stiche hier ein, hole den Faden und häkle 5 Luftmaschen. Jetzt stiche ich hier ein und häkle eine feste Masche. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen überspringe ich und hier stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt haben wir den gleichen Abschluss wie auf der anderen Seite. Also wie hier haben wir das gehäkelt. Und jetzt müssen wir das Ganze miteinander verbinden. Also ich lege die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. So, einmal dieses Teil und hier vorne. So. Und zwar, also hier 1, 2, 3 Luftmaschen überspringe ich. Hier in diese Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe durch die andere Schlinge. Ziehe ich durch. Und so mit Kettmaschen verbinden wir das Ganze. Also hier stiche ich ein. Ich stiche hier in die, auf der anderen Seite stiche ich auch ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So. Das mache ich bei der festen Masche. Hier einstechen und da einstechen. Man kann auch komplett durch, also beide Schlingen hole ich hier, damit es besser hält. So. Einmal durchstechen und hier noch ein paar Kettmaschen häkeln auf der Seite. An 2 Luftmaschen häkle ich noch diese Kettmaschen. So, und jetzt können wir den Faden auch abschneiden. So schaut es dann aus. So. Und dann alle Fädchen nochmal abschneiden, vernähen, so wie ich das praktisch schon gezeigt habe. So, ich habe jetzt das Ganze verbunden, so schaut es aus. Und jetzt häkeln wir das Ganze noch um. Ich fange hier am Rückenteil mittig an. So, nehme einfach den Faden. So, hier mittig stiche ich ein. So, nehme meinen Faden, ziehe da durch und häkle 3 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich hier neben auch noch mal ein. Häkle ein Stäbchen, dann haben wir hier diese Luftmasche, da steche ich ein, häkle auch ein Stäbchen.
Und jetzt praktisch in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Wir haben hier 4 Stäbchen, also in jedes Stäbchen häkle ich jetzt auch ein Stäbchen. Und so häkle ich nach Möglichkeit in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Also hier einfach weiter häkeln. Wir sehen ja eigentlich, wo wir einstechen müssen. Hier sind diese 2 Schlingen, da steche ich einfach ein und häkle weitere Stäbchen. So, dann häkle ich, bis ich hier auf der Seite ankomme. Also dieses Stück habe ich jetzt gehäkelt, jetzt bin ich auf der Seite. Hier habe ich die Luftmasche, da häkle ich auch ein Stäbchen. Jetzt schauen wir hier. Hier kann ich auch schon 2 Stäbchen häkeln. Ich steche hier einmal ein, häkle ein Stäbchen. Und dann steche ich hier ein und häkle da auch ein Stäbchen. So, und dann hier in die Luftmasche ein Stäbchen. Und dann häkle ich bis zur Spitze in jede Masche jeweils ein Stäbchen. So, jetzt bin ich an der Spitze. Hier in das erste und in das zweite Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die Spitze wie bis jetzt. 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und dann häkeln wir praktisch bis zur nächsten Spitze. Häkeln wir alles nach Muster. Genauso dann hier 2 Stäbchen, die Spitze häkeln. Und dann häkeln wir hier komplett auch alles Stäbchen, bis wir hier an den Trägern ankommen. So schaut es nochmal aus. Also hier nach der Spitze habe ich, da sind hier diese 4 Stäbchen in der Vorrunde, diese 2 Stäbchen häkle ich und dann die restlichen Stäbchen. Und jetzt bin ich hier, da wo die Träger beginnen. Ich habe hier das letzte Stäbchen gehäkelt. Und jetzt haben wir diese Quermaschen praktisch hier. Und da häkeln wir pro solche Quermasche jeweils 3 Stäbchen. Also hier steche ich jetzt ein und häkle 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite, das dritte Stäbchen. Jetzt hier steche ich auch ein. Das erste, das zweite, das dritte. Man kann auch hier einstechen. So, dann steche ich hier ein, häkle auch 3 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ausschnitt oben ankommen. Jeweils pro solche Quermasche häkle ich 3 Stäbchen. So schaut es dann aus. Also hier 3, da und so weiter. So, ich bin jetzt ganz oben angekommen. Da haben wir diese Naht. Also ich habe hier 3 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkle ich hier auf der Seite auch 3 Stäbchen. So, und da häkle ich jetzt in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Das ist der Ausschnitt am Rücken. So schaut es dann aus. Das ist praktisch hinten der Ausschnitt. Und hier häkeln wir dann genau auf die gleiche Weise. Hier jeweils 3 Stäbchen. Auf den Seiten 3 Stäbchen. Bis wir hier ankommen. Das ist praktisch hier die Verbindung. Da die letzten 3 Stäbchen, dann jeweils in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die Spitzen wie bis jetzt gearbeitet. Und bis wir dann praktisch in der Mitte ankommen, wo wir angefangen haben. So, jetzt bin ich am Ende der Runde angekommen. Und jetzt schließe ich das Ganze. Also ich habe hier noch in diese Luftmasche noch ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt gehe ich hier in die dritte Luftmasche, steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt häkeln wir noch eine zweite
Runde, also die letzte Runde, mit 3 Luftmaschen fange ich an und häkle in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Dann häkeln wir Stäbchen, bis wir praktisch an die ersten Spitze ankommen. Da häkeln wir etwas anders die Spitze. So einfach dann weitere Stäbchen häkeln. So, jetzt habe ich die erste Spitze. Hier an diesen 2 Stäbchen häkle ich noch jeweils ein Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. Und jetzt hier in die Spitze häkle ich 6 Stäbchen, ohne Luftmaschen dazwischen. Also hier steche ich ein und häkle einfach nur 6 Stäbchen. So, also 6 Stäbchen habe ich gehäkelt. Und jetzt häkle ich hier, die 2 überspringe ich, hier häkle ich das erste Stäbchen. Und dann einfach in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Bei der Spitze genauso. Hier 2 Stäbchen, in die Mitte 6 Stäbchen, genauso wie hier. Und dann häkeln wir, bis wir hier an unseren Trägern ankommen. So schaut auch die zweite Ecke aus. Und jetzt bin ich hier, da wo unsere Träger beginnen. Und zwar, ich habe hier ja diese 3 Stäbchen gehäkelt, auf diese Quermasche. Und hier 3 Stäbchen davor habe ich. Und zwar hier in dem Bereich nehme ich ein paar Maschen ab. Ich mache einen Umschlag, steche hier ein. Also ich habe jetzt 3 Maschen hier. Steche hier ein, hole den Faden, ziehe durch die ersten 2 Schlingen den Faden durch. Nochmal Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, durch die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe jetzt 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. Jetzt nehme ich wieder 2 Maschen ab und 2 Maschen häkle ich zusammen. Und zwar genauso. Also ich steche hier ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. So, jetzt mache ich Folgendes. Also hier vorne häkle ich, da wo die Träger sind, häkle ich keine Stäbchen, sondern feste Maschen. Sonst wird hier der Rand zu breit. Ich häkle in die nächste Masche ein Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen, also Umschlag, Faden holen, alle 3 Schlingen durch und in die nächste Masche häkle ich eine feste Masche. Und jetzt häkle ich also hier vorne einfach feste Maschen, bis ich am Ausschnitt hinten ankomme. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt häkle ich feste Maschen, bis ich hier also den Träger gehäkelt habe. Ich häkle eigentlich auch hinten, musste ich gerade erstmal schauen, also hinten komplett durch, bis wir auf der anderen Seite den Träger komplett nach unten gehäkelt haben. Und dann treffen wir uns hier, wo die Träger bei uns auch beginnen. Also da ist ja das Element, das große, und da haben wir unsere Träger dran, also weiter gehäkelt. Und hier bei der Rundung sehen wir uns dann. So, ich habe das Ganze jetzt soweit gehäkelt. Das ist jetzt das Vorderteil und da haben wir unsere Träger. Und da häkeln wir an diese Ecke hier, häkeln wir wieder die Maschenabnahme.
Also ich häkle jetzt. Ich habe hier diese Quermaschen an den Trägern, das sind die letzten 3 Stäbchen. So. Nee, ich mache noch, Moment, muss ich überlegen, ich mache 2, 3 Maschen. Die 2 Maschen reichen schon, genau, also praktisch, ich habe jetzt 5 Stäbchen. So, jetzt häkle ich erstmal ein halbes Stäbchen, einen Umschlag, in die Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch und ein Stäbchen. So, und jetzt häkle ich die Maschenabnahme. Hier steche ich ein, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch eine Maschenabnahme. Alle 3 Schlingen durch. Und den Rest häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen, in die Spitze bloß nur 6 Stäbchen, in die nächste Spitze auch 6 Stäbchen und dann häkeln wir das Ganze komplett um, bis wir am Ende der Reihe ankommen und hier einfach dann mit der Kettmasche die Runde schließen. Da sind wir soweit hier vorne mit dem Umhäkeln fertig und dann müssen wir nur noch die Ärmel umhäkeln. Also praktisch hier auf der Seite häkeln wir das Ganze auch um. Also wir haben das Ganze soweit umgehäkelt, so schaut es aus und jetzt häkeln wir noch die Armausschnitte um. Da häkeln wir auch 2 Runden. Und zwar, ich nehme mir hier den unteren Rand, hier zwischen fange ich an. Nehme mal den Faden. So. Häkle hier auf der Seite ein Stäbchen. Hier steche ich ein. Hole mir den Faden. Und beginne mit 3 Luftmaschen. So. Jetzt mache ich Folgendes. Ich mache hier, also unten praktisch Maschenabnahme. Häkle ich erstmal. Ich glaube, ich trenne das nochmal auf und häkle hier direkt mittig ein, also steche ich hier mittig ein. So, und häkle dann die 3 Luftmaschen. So, 1, 2, 3. So, jetzt häkle ich hier, wo die Luftmasche ist, da häkle ich das erste Stäbchen. Jetzt mache ich die erste Maschenabnahme, also hier in das erste Stäbchen steche ich ein, hole den Faden, häkle die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, in das zweite Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch und jetzt alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich in die nächste Masche ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich die zweite Maschenabnahme. In das nächste Stäbchen einstechen, die ersten 2 Schlingen durch, in das zweite Stäbchen einstechen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt in das nächste Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Jetzt häkle ich noch die dritte Maschenabnahme. Wieder in das nächste Stäbchen einstechen, die ersten 2 durch, Umschlag, in das zweite Stäbchen einstechen, die ersten 2 durch, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. So, und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen oder in jede Masche der Vorrunde einfach ein Stäbchen. So häkeln wir dann weiter, also hier in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Hier haben wir dann
Da können wir in die Luftmasche ein Stäbchen, hier auch, und hier zwischen kann man auch 2 Stäbchen häkeln. Also praktisch in jede Masche weiterhin jeweils ein Stäbchen, und hier auf der Seite, wo wir dann die Träger haben, wie vorne häkle ich in jede so Quermasche dann praktisch 3 Stäbchen. Und so häkeln wir das Ganze um, bis wir dann unten wieder ankommen. Und auf der Seite häkle ich auch genauso die Maschenabnahme wie auf der Seite. Das heißt, wir lassen erstmal so Platz frei und dann zeige ich euch, wie das hier geht. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Da lassen wir ungefähr 9 bis 10 Maschen frei. Und jetzt häkeln wir genauso die Maschenabnahme wie davor. Also ich häkle 3-mal die Maschenabnahme und dazwischen ein Stäbchen. Also Umschlag, ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein Stäbchen, dann wieder eine Maschenabnahme. Ein Stäbchen und dann wieder eine Maschenabnahme. So, und dann häkle ich das letzte Stäbchen hier in diese Luftmasche. So. Und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden, hole die, komme ich gar nicht rein. So, jetzt und ziehe ich den Faden durch und dann ziehe ich die Winkel durch die Rechte durch. So, und jetzt häkeln wir die nächste Runde. Und da häkle ich 2 Maschenabnahmen. Also ich beginne mit 3 Luftmaschen, häkle hier das erste Stäbchen, dann häkle ich die erste Maschenabnahme, ein Stäbchen, und die zweite Maschenabnahme. So, und jetzt häkle ich jeweils in jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen und häkle die Runde dann zu Ende, und am Ende der Runde häkeln wir dann auch wiederum die Maschenabnahme. Und da lassen wir so circa 7 Maschen lassen wir hier am Ende der Reihe aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und da häkle ich nochmal die Maschenabnahme. Ich habe jetzt hier 6 Maschen übrig gelassen. Also die erste Maschenabnahme häkle ich jetzt. Dann ein Stäbchen. Die zweite Maschenabnahme. So, alle 3 Schlingen durch. Und dann häkle ich hier noch das letzte Stäbchen. Auch wenn es 2 Stäbchen sind, das macht nichts. So, und jetzt in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Und auf die gleiche Weise häkeln wir auch die zweite Seite um. So, und hier den Faden nur noch abschneiden und vernähen. So, also ich habe jetzt beide Teile umgehäkelt. So schaut das Ganze aus. Genau, und dann sind wir mit dem Oberteil eigentlich soweit fertig. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal.
Schreib mir auch Kommentare, würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.